Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Ich nehme dich heute zu einem abstrakten Acrylbild mit. Und zwar werde ich etwas in der Rakeltechnik machen. Allerdings werde ich das ein bisschen anders machen als sonst. Meinen Hintergrund auf der quadratischen Leinwand habe ich mit einem schönen warmen Orangeton gestaltet und du findest wie immer alle Materialien in der Videobeschreibung. Mein kleines Rakelwerkzeug, mit dem ich heute arbeite, ist übrigens genauso breit wie eine Glättkelle. Ich hätte auf Orange auch mit einem Blau arbeiten können, aber ich habe mich für ein Blau mit einem roten Anteil entschieden, denn es handelt sich dabei um das Ultramarin-Violett. Mit dem Flächenspachtel werde ich heute immer wieder arbeiten, und zwar werde ich Farbe abschaben, Linien und Kratzer setzen und die abgeschabte Farbe mit dem Flächenspachtel auch teilweise wieder auf die Leinwand setzen. Normalerweise föhne ich die einzelnen Schichten nicht an, hier werde ich das aber machen. Meine Farben, die ich mir heute ausgesucht habe, wirken auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich glaube, ganz am Ende, wenn das Bild erstellt ist, wirst du sehen, dass das durchaus alles gut zusammenpasst. Bei der weißen Farbe sieht man jetzt vor allen Dingen, dass sie in die Vertiefung, die ich hineingekratzt habe, das Lila nicht mehr überdecken kann. Und dort, wo ich zusätzlich Farbe aufgetragen habe, mit dem Flächenspachtel, bleibt das Weiß erstmal dran hängen. Wenn du dir diese Farben so anschaust, mit welcher würdest du weitermachen? Ich glaube ja tatsächlich, dass die wenigsten sich für die Farbe Gelb entschieden haben. Noch dazu als kühles, grünliches Gelb, aber es ist natürlich die Komplementärfarbe zu Violett. Aber ich muss schon sagen, mir gefällt die Farbzusammenstellung bisher richtig gut, auch wenn das Gelb jetzt ein kühles ist und kein warmes, was ich in der letzten Zeit bevorzugt eingesetzt habe. Aber wie du siehst, kann man sich auch tatsächlich an Farben gewöhnen. Ich bleibe bei den kühlen Farben und auch bei den Kontrasten, und dadurch, dass ich das Gelb angetrocknet habe, vermischt sich das Türkis nicht ganz so stark, sonst hätte ich jetzt eher etwas Grünliches auf meiner Leinwand. Wie gefällt dir diese abgewandelte Rakeltechnik bislang?
Ich habe tatsächlich länger überlegt, ob ich überhaupt eine Metallic-Farbe auf diesem Bild einsetzen möchte. Und dann habe ich einfach zum Silber gegriffen, weil ich dachte, ein paar Akzente können überhaupt nicht schaden. Jetzt wird es tatsächlich kurz mal etwas krasser von der Farbe her, denn das ist tatsächlich das Reflexgrün. Dieser Flächenspachtel ist tatsächlich am Anfang und am Ende sehr scharf. Dann musst du ein bisschen Acht geben, dass du dir nicht die Leinwand zerstörst. Mit dieser wunderbaren Farbe werde ich jetzt darauf achten, dass das Grün wieder etwas mehr in den Hintergrund tritt. Mit dem China Cridon Rosa werde ich jetzt auch nochmal zusätzlich ein paar Akzente auf meiner Leinwand setzen. Nach diesen beiden letzten rosafarbenen Farbschichten war das Bild dann für mich tatsächlich fertig. Und durch das ständige Trocknen sieht es natürlich völlig anders aus als meine anderen Rakelbilder. Dann zeige ich euch das Bild noch einmal aufgehängt an der Wand und in einem anderen Licht. Und jede der Farbschichten, selbst der Hintergrund, ist richtig gut zu sehen. Ich habe sehr viele Inseln, teilweise dadurch, dass ich eben die Schichten auch getrocknet habe. Und teilweise haben sich die Inseln dort aufgebaut, wo ich vorher mit dem Flächenspachtel diese Linien gesetzt hatte. Es wirkt recht kleinteilig, je näher ich herangehe. Und je weiter ich weggehe, desto eher bildet die rosane Farbe vom Schluss eine Gesamtkomposition. Ich bin richtig gespannt, was du von diesem Bild hältst. Ich denke, es ist sehr viel farbenfroher als meine anderen Rakelbilder. Und
Ich würde mich freuen, wenn du mir das in die Kommentare schreibst. Dann möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mein Buch gekauft haben. Ich habe wirklich nicht mit einer solchen Resonanz gerechnet. Und ich hoffe, dass du mir vielleicht auch in die Kommentare schreibst, ob du schon was nachgemalt hast oder welche Inspiration du dir aus diesem Buch genommen hast. Also wirklich herzlichen Dank und ein ganz herzliches Dankeschön an diejenigen, die bei Amazon eine Rezension über das Buch geschrieben haben. Ich hoffe, dass du Zeit findest, kreativ zu sein. Leg einfach drauf los und wenn du magst, sehen wir uns in 14 Tagen hier wieder auf meinem Kanal. Bis dahin, mach's gut.